Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem weiteren Uncut-Video. Ich musste gerade telefonieren, wie ihr gesehen habt, und derjenige steht schon, Peter guckt schon ganz komisch. Ja, er ist auch schon da. Darf er reinkommen? Ja. Ja, dann bitte sehr. Oh. Grüß dich, hallo. Hallihallo. Ja, Wie geht es dir? mir geht's gut. Schicke Jacke. Ja, klar, vom Feinsten. Ja, und ja. Ich freue mich. Ja, ich mich auch. Das ist ein Schocker, so ganz aus dem Nichts, weil ich gerade noch am Telefon war. Bist du überrascht, ja? Ja, ich bin gerade momentan extrem viel am Zeichnen und am Planen bei vielen Autos. Ah, okay. Und dann haben die Jungs mir gesagt, ja, Uncut-Dreh ist heute. Und dann hast du das schon im Kopf so. Aha. Aber ich bin nicht so wirklich drauf eingestellt, weil du bist immer noch mit deinem Bleistift und Papier. Und dann kam Flo rein, du musst jetzt los. Und dann war ich gerade noch am Telefon und jetzt sitze ich hier und habe jetzt gefühlt vor 10 Sekunden aufgelegt und dann stehst du vor mir. Ja, schau. Ja. Ja, ich bin frisch nach Dortmund gekommen, von Rüsselsheim. Wirklich extra für mich? Ja, na klar. Ja, ich meine, ich wollte heute eine Zimtschnecke essen im Museum. Aber das ist heute schlecht. Heute auch zu. Letztes Mal war ja zu. Aber egal. Du hast Montag und Dienstag. Ja, ich hatte nur Montag auf dem Schirm und nicht Dienstag. Nee. Aber egal, ich war dann irgendwo, hab geladen. Ich kümmere mich darum, dass ich dir eine zuschicke. Nein, Dortmund ist ja nicht so weit. Also ich bin ja öfter mal da oben in meiner Heimat und Stimmt. Ich krieg schon. Du fährst ja durch, ne? Ja, ich fahre dann nachher rechts ab Richtung Osten. Okay. Und besuche dann meine Heimat und übernachte bei meinem Bruder. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues? Ja, bei mir gibt's nicht so viel Neues. Ich meine, ich bin ja nun teils Privatier schon, ja. Mhm. Und da gibt es eine ganze Menge Neues. Und in der Firma, ja gut, ich ging ja jetzt so durch alle Gazetten, Software, Defined Vehicle, haben wir jetzt mal einen Aufschlag gemacht. Also meine ehemaligen Mitarbeiter haben mal so ein bisschen auch aufgespritzt, dass bei Hyundai, Kia, Genesis auch Software jetzt ganz im Fokus steht. Ich würde gerne, weil bei dem Uncut-Video ist das wirklich so, wir reden wirklich komplett frei. Okay. Und ich würde, okay, du bist ja Privatier zum großen Teil. Ja. Deine Zeit bei BMW. Mhm. Wie war das? Also wie lange warst du genau bei BMW? Weil ich glaube, viele wissen das gar nicht so genau, weil... Von Juni 83 habe ich angefangen im Fahrwerk und dann Schluss war, ich weiß gar nicht mehr, Oktober, November 14. Also von 83 bis 14? Ja, waren schon ein paar Jahre, so über 30. Ja. War das schwer zu gehen? Nee. Ach so, gehen. Ja, also, nee, es war nicht so schwer, sonst wäre ich ja nicht gegangen. Ich sag mal, man trennt sich nicht gerne dann von den Leuten. Ja, man hatte ja eine tolle Mannschaft da und so. Das war eigentlich das, was so am schwierigsten war. Hattest du Leute, die von 83 bis 2014 mit dir waren? Nein, das hatte ich nicht. Ich war ja in verschiedenen, ich glaube, ich hatte 8 verschiedene Stationen innerhalb von BMW. Und ich glaube, ich war 3-mal bei M. Also früher war das ja noch BMW Motorsport und dann hinterher M und dann nochmal M. Mhm. Und dann hatte ich nochmal wirklich Motorsport und dann Fahrwerk. Und dann war ich mal Projektleiter für X5, zweite Generation. Und dann war ich mal 3 Jahre in den USA. Ist für dich das Auto das Ausschlaggebende, was du liebst? Oder ist für dich mehr das Modifizieren, das Motorsport, das also nicht M-Performance, aber das Performante in einem Auto mehr das, was dich antreibt? Ach, ich war da immer relativ flexibel, sage ich mal. Ja? Ich kann mich ja auch für einen Kia Picanto begeistern, ja, und schauen, dass das halt ein vernünftiges Auto wird. Ich muss jetzt nicht aber ist es die gleiche Begeisterung? Ja, ehrlich. Ähnlich. Also hier ist komplett nackelig jetzt. Ich habe ja auch so eine, ich sag mal so ein bisschen so eine verrückte Seite und das ist immer klar Racing und so, ja. Da bin ich ja auch mit groß geworden. Aber ich habe auch so eine Seite als Ingenieur und wo du einfach innerhalb von einem Prozess bist, als ein Stein von einem Mosaik oder ein Mensch in einer Prozesskette. Und da musst du halt deinen Job machen. Und den musst du halt so gut wie es geht machen, dass am Ende halt ein gescheites Auto dabei rauskommt. Und dann kam Hyundai, wo dann halt dieses Glied, was du immer noch bist, aber doch umfangreicher wurde, dass du halt, so habe ich es wahrgenommen, dass du halt wirklich noch mehr entscheiden kannst. Und ich würde jetzt auch mal ganz frech, das wirst du vielleicht, glaube ich, nicht so offen sagen, die Autos deutlich krasser wurden, also besser und vielschichtiger und wertiger und schneller und dynamischer wurden. Ja, das Spektrum dann in Korea, das war für mich natürlich dramatisch breiter. Ja, bei BMW M, aber dann noch mehr bei BMW. Also bei BMW hast du schon ein ziemliches Spektrum.
Wobei Mini war ich nie so wirklich aktiv und die England-Zeit ging zum Glück auch an mir vorbei. Aber BMW hat ein gewisses Spektrum. BMW M ist ja schon schmal, da weißt du genau, was für eine Kundschaft du da hast. Gut, heute wird es ein bisschen breiter. Aber wenn du jetzt zu Hyundai, Kia, Genesis gehst und ich hatte auch noch Nutzfahrzeugentwicklungsverantwortung, Busse, LKWs und weiß der Kuckuck was, dann ist das natürlich ein anderes Spiel. Ja, also sehr viel breiter. Ja. Aber du hast natürlich immer noch so dein Hobby, ja, also ich zumindest. Ich habe immer noch so die Ecke gehabt, so wie N halt, wo ich mich so ein bisschen austoben kann und wo ich dann, ja, ich nenne es mal Hobby machen kann. Aber du hast natürlich nicht viel Zeit für Hobby, wenn du Entwicklungschef bist, weil die anderen Projekte, die brauchen ja auch viel Aufmerksamkeit und Zeit, ja. Eine Frage, die glaube ich, weil ich weiß nicht, ob es viele, also ich greife ein bisschen vor, du wirst natürlich auf kurz oder lang Hyundai auch verlassen und dann deinen verdienten Ruhestand gehen. Ja, das ist schon ziemlich klar, das ist Ende nächsten Jahres. Ja. Sagst du, wie gesagt, das ist offen hier und es ist immer schwer, wenn ich Leute aus Konzernen hier habe, weil die dann doch immer sehr auf der Bremse stehen. Ist jemand da, der dich vertritt, wo du sagst, der fühlt und spürt das so wie du? Ja, wir suchen den noch so ein bisschen. Also, das ist mal eine geile Antwort. Wer immer da jetzt draußen. I can do it. Nein, aber ich sag mal, meine Facette war ja relativ breit, was ich da gemacht habe, gerade die letzten 3 Jahre als Entwicklungschef. Aber ich war auch so ein bisschen natürlich so der Autoflüsterer, der halt auch die Autos geprägt hat, ja, vom Charakter her und die Richtung gegeben hat und die Mannschaft dann dahin führt. Oft waren das dann zum Schluss Selbstläufer. Ich musste dann nicht bei jedem Auto tief einsteigen. Nee, weil auch eine Grundphilosophie ja gewachsen ist und die transportiert sich ja oftmals von alleine auch in andere Autos. Ja. Das finde ich immer, wenn man in einen Porsche einsteigt, das machen die sehr gut, du steigst in den 964 und steigst in den 991. Irgendwie ist derselbe Spirit ja da. Und ich glaube, wenn man so eine Grundkultur in so einer Marke oder in so einem Auto oder in so einem Antriebsstrang, in so einem Konzept erfunden hat, und die Leute dann gut damit umgehen, wächst das schön kontinuierlich mit der Technologie weiter, aber das bleibt noch da. Und da hast du mich auch einmal sehr krass wirklich aus der Reserve geholt, weil ich mache sehr viel mit diesen Entwicklungsleuten und der Industrie und was sie machen. Und dann haben wir mal gesprochen, da sagte ich, ein Heckantriebauto wäre ganz gut. Da meinte ich, aber das macht er ja nicht. Und hast du gesagt, ist mir doch scheißegal. Ne? Also wenn Heckantrieb cool ist, dann ist Heckantrieb cool. Ja. Ne, dass du nicht so die Regeln so, wenn du einem Audi sagst, bau doch mal ein cooles Heckantriebsauto, dann gucken die dich mit solchen Augen an und sagen, das können wir nicht machen, entweder Front oder Quattro. Ja, okay, aber so sind wir nicht. Also wir sind ja offen. Wir sind ja auch nicht jetzt so einer Heritage verpflichtet wie lang etablierte Marken. Ja, und von daher bin ich komplett offen für alles Mögliche. Ja, ob es Wasserstoff-LKW ist oder was weiß ich. Das war ja eins auch der fanmäßigsten Projekte, muss ich sagen. Das war richtig, das letzte Jahr lief rennmäßig, ja. Also, kann man sagen. Und das war halt eben auch das Schöne, dieses super breite Spektrum. Und du kriegst ja dann auch, ich sag mal, eine gewisse Konsistenz rein, weil die Leute, gerade in Korea, das ist halt immer noch so ziemlich hierarchisch. Und wenn du oben bist, dann wollen die alle genau verstehen auch und sprechen untereinander so, was will er denn und wo will er denn hin und so. Und sprechen die einen nicht direkt an? Ja, schon auch. So die Leute, die du um dich rum hast, so im engeren Kreis schon. Aber wenn die Leute dann, und bei mir kann man das sofort sehen, wo ich hin will. Und ich bin ja sehr emotional und offen und gaukel da nicht rum und so. Ja, und wenn die wissen dann, okay, der will das so und so und so machen, dann rennen die alle dahin und dann machen die das so. Und natürlich ist da mal einer ein bisschen übereifrig und schießt über das Ziel hinaus oder so. Das ist zu weit. Aber ich sag mal, da sind jetzt ein Haufen Leute auch, die mit mir jetzt ein paar Jahre gelaufen sind. Und wenn ich so gucke, früher so innerhalb vom ersten Jahr zum zweiten Jahr, wenn ich dann so in der frühen Phase von einem Entwicklungsprojekt Autos gefahren habe, auf was für einem Level die so waren. Und wenn ich jetzt in einer ähnlichen Durfte ich ja auch schon mal fahren bei euch in Korea. Autos, die schon sehr früh waren. Genau, wenn ich jetzt heute Autos anschaue, die im gleichen Stadium sind und ungefähr eine Entwicklung, die Autos sind ja alle schon viel weiter. Ja, weil wir schon nicht so nackelig eine klarere Vorstellung haben, okay, wo müssen wir denn hin? Das ist schon viel zielgerichtet. Okay. Ja. Krasse Frage. Wir haben auf der ganzen Welt viele Automobilhersteller. Die machen alle ihre Konzepte und haben alle ihre Philosophien und haben alle auch ihren Wissensstand und ihren Technologiestand, der ja unterschiedlich ist. Ja.
Was würdest du sagen, welcher Hersteller ist am heutigen Tag im Elektrobereich nicht der Beste, das ist mal so eine doofe Sache, weil das Beste ist immer definiert in so vielen Schichten, sondern welchen Hersteller siehst du als momentan pfiffigsten im Elektroantrieb? Ja, ich meine, pfiffig, ich sag mal, wenn man ein paar Autos nur macht, dann kann man sich viel Pfiffigkeit leisten. Und da gibt es ja den einen oder anderen, was weiß ich, Faraday, Future, Lucid und wie die. Also die gehen auf teure Autos und da kann man sich austoben. Und da kann man viel Pfiffigkeit haben. Ja. Wenn du im Jahr 100.000 Autos raushaust und dann noch pfiffig sein willst, dann brauchst du wirklich smarte Ideen und gute Konzepte und eine Substanz im Unternehmen, sowas in die Breite zu bringen. Und dann glaube ich, wenn es um Pfiffigkeit geht, dann sind wir mit Hyundai, Kia, Genesis da ganz vorne dabei. Genau. Warum? Weil das sehe ich auch so. Aber ganz oft wird es nicht so stark so kommuniziert, weil Hyundai da sehr cool down ist. Ja, wir haben ja, ich glaube, ganz lange überhaupt nicht so das Selbstbewusstsein gehabt zu trommeln. Ja, und auch unsere Autos mal hinzustellen, hier fahr mal so offensiv, auch mit Journalisten oder so. Und da konnte ich aber auch sehr viel dran ändern. Also ich sag mal, ich habe dann ja auch ab einem bestimmten Zeitpunkt gesagt, okay, diese Autos, die kann man schon auch herzeigen. Und dann haben wir halt auch Fahrveranstaltungen gemacht, was weiß ich, Sie können ja auch was. In Schweden oder in Korea oder was weiß ich, am Nürburgring oder so. Und haben dann eben auch die Leute in die Autos gesetzt und auch mal, hier, schau mal, was wir auch können, ne, was wir auch haben. Und ja, das hat natürlich einiges verändert. Und jetzt, sage ich mal, seitdem wir auch unseren, ich sag mal, neuen Chairman im Geschäft haben jetzt, der ist schon auch, ich sag mal, ja, nicht ganz so bescheiden und stellt auch schon mal klarer heraus, vor allen Dingen über unsere Visionen, die wir haben, die auch sehr viel von ihm persönlich dann kommen. Ehrlich? Wo wir hinwollen. Wirklich? Ja, wenn du guckst, also was wir so jetzt strategisch alles Wie sagt er so eine Vision? Wenn du jetzt, also wir sind ja voll jetzt auch in der Air Mobility, ja, haben wir eine eigene Firma gegründet in den USA, auch in Korea, und wir sind voll in dieser Entwicklung der Drohnenflugtaxis, ja. Wirklich? Ja, klar, das geht voll ab und wir haben Wirklich? Ja. Und wann soll sowas funktionieren? Ja, da gibt es ja auch eine eigene Kommunikation. Ich bin da nicht so tief eingestiegen. Also noch dieses Jahrzehnt? Ja, also ich denke, dieses Jahrzehnt werden schon die ersten Drohnen fliegen. Ob dann das schon voll autonom ist und so, das sei jetzt nochmal eine andere Frage. Aber wir gehen da voll rein. Wir sind im Robotics-Thema. Wir haben Boston Dynamics gekauft, mehr oder weniger. Ernsthaft? Ja. Und ich sag Ernsthaft? Ich bin ein Riesenfan. Ja. Also Boston Dynamics, für die das nicht kennen, wir schneiden ja nicht hier. Geht immer bei Boston Dynamics, bei Instagram rein oder bei YouTube, also ich gucke das schon seit über 10 Jahren, gucke ich mir das an. Von den ersten Versuchen, wie dieser Hund ging, genau, zu dieser Figur und dann dem Springen, dass er dann, Atlas, ja. Genau, dass er dann Salto kann und all sowas. Also da so. Ja, und das habt ihr gekauft? Ja, das, also die Aktienmehrheit ist bei uns und das sind so Dinge, sage ich mal, das kriegen natürlich viele nicht so mit, aber da ist schon so einiges im Aufbau, was also Strategie angeht, jetzt mal auch über Fahrzeug bauen und verkaufen hinaus, sondern deutlich wirklich in Richtung Mobilität, aber auch Huckepack auf so einem Roboter. Auch über Mobilität hinaus. Ja, und also das Thema Robotik ist ja auch ein Wahnsinnsfeld, ja, was da früher oder später dann, ich sag mal, auch sich die Menschheit erschließt, viel mehr als heute. Und da sind wir ganz gut dabei. Ja. Und darüber reden wir natürlich auch viel mehr als früher, wenn man jetzt mal schaut. In Deutschland ist es schon still, ne? Ja, in Deutschland vielleicht schon, aber wenn wir gehen auf die Consumer Electronics Show und zeigen ja da unsere Zukunftsvisionen, unseren Mobilitätsverbund, der praktisch alle Stufen der Mobilität so abdeckt und wie das ineinander greift. Unser Wasserstoff-Szenario, was wir in Korea 100%. Jetzt schön auch aufbauen. Jeju Island wird jetzt Wasserstoffinsel mehr oder weniger. Ja. Und da sind wir schon, ich sag mal, sehr gut unterwegs. Ja, wir trommeln natürlich nicht so wie andere. Ja, Nein, aber warum? Ja, ich glaube, in der heutigen Zeit ist das gar nicht so unwichtig, weil die Menschen, man darf es nicht zu laut machen, man darf es nicht dumm machen, man darf es nicht so machen, dass es nicht im Verhältnis steht zu dem, was man kann. Aber meiner Meinung und nach dem Empfinden, was ich von Hyundai gesehen habe, in Korea auch, nach meinem Empfinden ist es schon ein bisschen zu leise.
Ja, aber lieber Meine zu Empfehlung. leise als zu laut und nichts Das dahinter. stimmt. Ja, also von daher ist das schon, denke ich, ganz okay. Und ich meine, die koreanische Kultur ist ja auch so ein bisschen so. Also Bescheidenheit ist in Korea auch eine sehr wichtige Tugend. Ja, also auch. Deswegen auch der leise Ausbau vom i30N. Verstehe. Ja, gut, da macht man ein Produkt für eine bestimmte Klientel und das ist einfach. Die nicht bescheiden ist. Den Job zu machen und wenn der Kunde nicht bescheiden will, dann kriegt er auch nicht bescheiden. Nein, okay. Ne? Aber Aber die Marke selbst spricht ja für sich Ja. in ihrer eigenen Kommunikation. Da entscheidet sie ja, wie sie redet. ja, und natürlich ist es für uns auch nicht so ganz einfach, weil in Korea, da sind wir natürlich die Hausmacht und da ist Ja, es ja alles ja. Hyundai, Das ist alles Kia, Hyundai. überall. Ja, und natürlich. Also man muss eben unterbrechen. Wenn man in Korea landet, ist das Hyundai Land. Oder Kia. Das ist. Ja, Kia. Also jetzt vor kurzem hat Kia sogar Hyundai in den Verkaufszahlen in Korea überholt. Das, Nee, aber nicht nur das, aber Werbung, Ja. Gabelstab, egal was du siehst, Genau. Schiffe, also du kommst da an und es ist wirklich wie so eine Tony Stark Iron Man Welt, wo wirklich dieser Name oder diese Zusammenbund von diesen Unternehmen einfach alles ist. Ja, also wir ergänzen uns dann mit Samsung, ja, die sind ja auch omnipräsent, ja, und gibt es noch ein paar, ja, Lotte und wie sie, also diese großen Firmen halt in Korea. Und die müssen alle für sich auf ihre Art auch dann diesen Spagat hinkriegen. Die sind daheim eine Riesenmacht, aber natürlich global bist du nicht überall so stark und das zu managen auch. Und ich denke, da hilft die koreanische Mentalität, der Bescheidenheit auch ein bisschen nicht zu überdrehen. Ja, und wir versuchen ja auch regional uns anzupassen und regionale Ressourcen aufzubauen und dass die In dann, Korea? Ja, regional heißt jetzt in Europa, in den USA, in Indien. Ja, sind wir extrem stark in Indien. Wir waren stark in Russland. Jetzt ist natürlich schwierig alles da drüben. Aber dann regional einen starken Auftritt zu haben, aber der eben auch eine Substanz hat im Manufacturing, im Engineering, dann regional das alles zu haben auch. Und dass du auch regional akzeptierst wirst als einer, der dort daheim ist. Das ist ja auch wichtig. Aber das finde ich in Deutschland ist das schon angekommen. Also finde ich schon. Also dass da hat also wenn man einen Honda, einen Mitsubishi, sowieso jetzt nicht, aber Nissan, die haben das lange nicht so geschafft mit viel mehr Anlauf. Also eine Hyundai ist da, denke ich mal, schon verbunden, auch im Straßenbild natürlicher. Aber jetzt gehen wir mal in eine andere Richtung, würde ich gerne. Und zwar, du und ich, wir mögen Autos mit Sound und auch einer emotionalen Begeisterung. Und das Video lief, glaube ich, noch gar nicht, wo ich komplett ausgerastet bin, in dem 22er. Genau. Das lief, glaube ich, noch nicht zu dem Zeitpunkt. Das kommt ja noch. Deswegen dürfen wir noch nicht zu viel vorgreifen. Okay. Aber wo wirklich aus dir heraus jetzt, wir sind im Jahre 2032. 10 Jahre später. Was, nicht jetzt auf Hyundai bezogen, auf alles, was wird uns im Automobilbereich begeistern in 10 Jahren? Was denkst du, wie das aussehen wird? Ja, es wird nach wie vor so die Massenware geben, vielleicht sogar noch stärker ausgeprägt als Und was für ein heute. Antriebsstrang? Antriebsstrang, sehr viel elektrisch natürlich, in der Massenmobilität in den Städten, im Pkw-Bereich. In anderen Bereichen mag das anders aussehen. Also da ist Wasserstoff sicher konkurrenzfähiger als im Pkw-Bereich. Aber im Pkw-Bereich, wir sehen ja heute, wie anspruchsvoll Energiemanagement ist. Und ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt mit der Milch und dem Käse. Strom ist ja wie Milch. Du hast die Milch von der Kuh, die hält nicht lange und dann ist durch. Ja, und aber Strom hast du hier und jetzt und wenn du den nicht speicherst, dann gehörst der Katz. Da hast du irgendwann ganz viel, wenn Wind und Sonne ist und nachts oder so, und wenn kein Wind ist, hast du gar nichts. Und deshalb haben die Menschen ja irgendwann auch den Käse erfunden. Um ihn zu speichern. Um die Milch zu verarbeiten in Käse und dann kommen die durch den Winter. Und das ist haltbar, können sie mit auf Völkerwanderungen nehmen und so hat die Menschheit Käse gemacht und mit Käse wird heute wahrscheinlich viel mehr Geld verdient als mit Milch. Und man kann die Milch, wenn man so will, als Käse speichern und jederzeit abrufen, lagern und so weiter, transportieren einfach. Und das ist so ein bisschen eben auch das Thema Strom und Wasserstoff. Wasserstoff wird diese Rolle übernehmen, um auch Energie zu balancieren. Ja. Das finde ich einen sehr guten Exkurs, aber mir ging es mehr um die plumpere, emotionalere Begeisterung für den Jugendlichen. Geht er in ein Autohaus, dann wird er wahrscheinlich ein i30N voll elektrisch angeboten bekommen.
Ja, ungefähr in dem Zeitraum? Im C-Segment wird es sowas dann geben. Also 10 Jahre später wird es in jedem Segment, denke ich, sportliche Elektroautos geben. Und Verbrenner nicht mehr? Verbrenner wird es dann in vielen Segmenten nicht mehr geben. In einigen halten die sich wahrscheinlich auch in irgendwelchen, ich sag mal, exotischen Bereichen. Aber wie kriegen die das rechtstechnisch denn hin? Also was mich noch interessiert ist, wieso ist das Thema Motorrad, ne, gar nicht so doll mit dem Elektrothema angegriffen? Das kommt noch. Das ist nur eine Frage der Zeit. Was ich meine, ne? Eine BMW 1000 RR, eine neue ZX10R, die machen ihr Ding, als ob sie so, nicht zu laut, machen ganz normal weiter. Keine Hybridisierung, kein gar nichts. Ne? Sondern die Rennen zischen werden weiter, schneller, leistungsstärker, größer, extremer und weiter. Ja, und das liegt ja auch... Was ich gut finde, ne? Ich will jetzt hier keinem in die Pfanne hauen, aber ich frage halt. Ja, das liegt halt viel im Hobbybereich natürlich und das ist ja auch vom Volumen her noch nicht so auf dem Schirm der engagierten Weltretter. Ja, das ist ein Unterton, habe ich da gehört. Die paar Mopeds, die da rumfahren, Motorräder, das ist jetzt nicht das große Problem des Planeten. Ja, aber es kommt natürlich die Zeit, da wird jedes Feld in Angriff genommen, um aus dem Kohlenstoff rauszukommen. Wie viel Prozent der Weltproblematik in diesem Schadstoffausstoß siehst du auf dem Konto des PKWs? Nicht des LKWs, des PKWs. Wow, das kann ich gar nicht sagen. Weltweit, also CO2-Belastung durch PKW, keine Ahnung, dürfte vielleicht 10% sein oder sowas. Oder weniger wahrscheinlich. Weniger wahrscheinlich. Ja. Ich denke mal so 8, mein Bauchgefühl sagt mir das. Das heißt, wir würden 8% besser sein, wenn kein PKW mehr fährt, ne? Ja gut, die fahren ja schon, aber... aber um es wegzubekommen. Dann, klar, das ist eine große Herausforderung. Ich meine, aber die Weichen sind jetzt gestellt und der Markt ist ja jetzt phasenweise schneller als die Gesetzgebung. 100%. Ne? Also, spürt man ja. Das ist ja dieser Effekt, der jetzt... Aber Gott sei Dank haben wir ja in Deutschland eine Politik- und ein Gesetzessystem, was super schnell reagiert. Ja, genau. Das ist jetzt, das ist jetzt ganz schön, ich sag mal, im Risiko, ne, natürlich, die Elektrifizierung. Weil, wir wissen ja alle nicht, wie es durch den nächsten Winter geht, was Stromversorgung angeht. Und der Winter danach, das weiß auch keiner so genau, habe ich den Eindruck. Und da ist es aber auch eben wichtig, verschiedene Energiesysteme zu haben, damit man das irgendwie managen kann. Und das wird jetzt vielleicht, ich kann es nicht sagen, die Elektrifizierung verlangsamen ein bisschen. Meinst du? Könnte sein, weil... Ja, vielleicht. Die Weichen sind, das ist glaube ich schwer, weil die Weichen sind ja gestellt. Ja, also an mir soll es nicht liegen. Also am Freitag habe ich meine Photovoltaikanlage ans Laufen gekriegt und von daher ist das jetzt, also ich leiste jetzt meinen Beitrag und also mein EV ist kein Problem. Darf man sagen, was du privat so vorhast in Zukunft? Ne? Weil wir haben ja da schon ein paar Mal drüber gesprochen so, weil du dich ja auch aufteilen wirst. Ja, also privat ist das in erster Linie mal so Priorität Familie, denke ich. Ja. Also, das finde ich auch ganz toll, weil immer wenn wir darüber reden, ist ein anderer Herr Biermann vor mir. Okay. Im großen Lachen und die Augen groß und die Betonung und die Freude ist da schon echt. Also man spürt, finde ich schon, dass deine Leistung im Automobilbereich, das ist so dem Ende entgegen so. Und diese Freude auf dieses neue Kapitel ist schon echt da. Ja, wobei ich jetzt auch schon natürlich das genießen kann. Ich habe jetzt ja viel mehr Zeit mit meinen Enkelkindern, auch mit meinen Kindern. Sitzt hier. Und jetzt kriege ich ja noch ein Enkelkind in München im Februar. Ja, und ich sag mal, das ist dann schon, ich sag mal, das, was auch trägt dann. Ja, da kann man ja auch mal hier und da ein bisschen hilfreich sein, ein bisschen aushelfen. Und ich glaube, das wird ganz gut. Und ein bisschen Autofahren beibringen. Ja, Autofahren. In Zukunft. Ja, oder vielleicht erst mal Fahrrad reparieren. Die einfachen Dinge, die heute ja schon viele Leute gar nicht mehr hinkriegen. Nee, ich weiß. Ein Fahrrad mit Platten ist ja für viele schon total schaden. Ich brauche ein neues Fahrrad. Ja. App. Ich weiß das. Also ich bin jetzt 42, ist nicht wirklich super alt, aber ich glaube, ich bin genau an dieser Schwelle, dass ich noch nicht in diese digitale Welt so reingreife, so extrem, wie das die 35-, 34-Jährigen bei mir in der Firma noch so können. Weil die einfach ganz selbst, wenn diesen Reifen, die hatten Platten an einem Fahrradreifen. Das erste, was sie machen, ist Handy und wollen das über diesen Kasten regeln. Ja.
Und das geht ja auch wahrscheinlich. Weil Wahrscheinlich. Es gibt mittlerweile bestimmt Firmen, die bringen dir deinen Fahrradschlauch oder Mantel oder dein Ventil Hammer, ne? zu jedem Ort dieser Welt. Und das ist alles super. Das Problem ist nur, glaube ich, irgendwann, wenn der Kasten mal nicht mehr tut, dann wird's blöd, gell? Ja, gell? Und das weiß ich eben auch noch nicht. Ich meine, wir erleben jetzt Situationen, die uns ja vorführen, wie labil die ganze Infrastruktur ist, auf der wir leben. Ja. Ja, Und gefühlt, ich denke, wenn man einfach 2 Sekunden länger nachdenken kann in seinem Privatleben, konnte man das ahnen. Aber wie viele doch überrascht sind, ne? Wie viele doch jetzt komplett kalt erwischt werden. ja, aber auch ich sag mal, vielleicht auch Blauäugigkeit, die wir haben, einfach in diesen modernen Ländern. Und die Infrastruktur ist ja gar nicht so abgesichert und die Kommunikationssysteme, wenn mal irgendwas schief geht, die funktionieren ja auch gar nicht so, wie man das eigentlich immer gedacht hat. Ja? Also, aber da ist nichts. Du kannst dich da nicht drauf verlassen. Das ist auch für mich so ein bisschen die Quintessenz aus dieser Geschichte, auch im Ahrtal. Und du musst halt schauen, dass du selber Lösungen hast, wenn bestimmte Situationen eintreten. Weil du kannst nicht darauf verlassen, dass irgendeiner kommt von der Stadt oder vom Land oder von der Bundesregierung und managt das irgendwie. Das Vertrauen habe ich in Deutschland jetzt hier nicht. In Korea wäre das anders. Wie wäre das da? Da würde ich mich mehr drauf verlassen, dass es eine abgesicherte Infrastruktur gibt und dass der Staat in der Lage ist, die öffentlichen Systeme, das am Laufen zu halten. Ja. Frage. Kurz antworten. Korea, größter Vorteil, größter Nachteil? Größter Vorteil? Land. Also nicht nur die Firma, sondern... Ja, also der Ehrgeiz, ja. Der Einsatz der Leute. Nachteil? Größter Nachteil, zu ehrgeizig. Und ich sag mal, der Reifegrad der Entwicklung, also für Frauen oder sagen wir Minderheitsgruppen generell, aber für Frauen und junge Leute ist es nicht einfach. Also es ist noch nicht so weit vorangeschritten wie hier, wobei hier vielleicht auch schon das eine oder andere überzogen ist, ja. Aber drüben eben haben es Frauen nicht so leicht wie hier, von der Gleichstellung her und junge Leute auch nicht. Die müssen ganz schön buckeln, bis die mal... Okay, größter Vorteil Deutschland, größter Nachteil Deutschland? Ja, ich meine, größter Vorteil Deutschland ist, glaube ich, unser Mittelstand, ja, den wir hoffentlich noch auch stark haben. Ich weiß nicht, wie lange noch. Es fühlt sich so an, als ob sich sehr viele bemühen, dass das nicht mehr lange so ist. Ja, das sehe ich auch Wirklich so, ja. Und der Nachteil in Deutschland, das ist so, ja, wir glauben, wir sind ein tolles Land. Wir sind aber gar nicht so toll, muss ich sagen. Nachdem ich eine Zeit lang mal woanders war, oder zweimal ja schon, da muss ich sagen, worauf beruht denn unsere Einschätzung, dass wir ein tolles, reiches Land sind? Ja, Mann. Ne? Also das sehe ich nicht so. Ja, wir haben viel Potenzial und uns zu verbessern und ich hoffe, wir erkennen das auch und arbeiten daran. Ja. Finde ich toll, dass du das so sagst, weil ich sehe das ganz genauso. Ich habe das immer ein bisschen geahnt, weil ich als Junge ja schon sehr viel unterwegs war, aber jetzt als wirtschaftsdenkender Mensch und als Unternehmer nochmal so viel in die Länder zu kommen und halt auch in die Unternehmen reinzugucken, habe ich sehr oft Erlebnisse, wo ich mich tierisch erschrecke und wo ich dann quasi so diesen Deutschlandfilter drüber ziehen würde denken, diese Situation bei uns einfach komplett Chaos, komplett nicht handelbar. Es würden Schulterzucken kommen, es wird was weiß ich was kommen, es wird eine Zeigen kommen. Und da, mir geht's, ich bin ja auch hier und ich habe ja auch sehr viel Emotionen für Deutschland. Aber wenn man es wirklich in den Vergleich setzt und dann die deutsche Stimme hört, wie sie über sich denkt, in den Leuten, die für uns sprechen nach außen hin, da mache ich so, mit leise, nein, oh, er hat's gesagt. Und da denke ich mir, da ist schon Fremdschämen, muss ich sagen, leider sehr ausgeprägt. Ja, ich denke im Infrastrukturbereich, also Schulen, in welchem Zustand die Gemeinden sind, ja auch insbesondere in Westdeutschland, ja. Osten ist vielleicht gar nicht mehr so schlecht.
Also wenn ich das vergleiche mit Korea, wie die Schulen ausgestattet sind, öffentliche Einrichtungen jeglicher Art, das ist ein Riesenunterschied. Und dann frage ich mich auch, wie geht denn das? Was erwartet ihr? Wieso kann denn Korea das alles finanzieren und das reiche Deutschland kann das offensichtlich nicht? Was denkst du? Ja, ist vielleicht eine Frage der Priorisierung, ja, wo das Geld hingeht. Und ich denke, wir verwalten uns zu Tode und lähmen uns ja selbst. Ja. Also wir rühren hier so einen Brei in Deutschland und da ist zu viel. Dem schmecken nur ein paar. Und der wird immer steifer und irgendwann kann man ihn gar nicht mehr rühren und dann steckt der Löffel. Und ja, so wir kommen in die Selbsthemmung, ja, irgendwie. So. Sehe ich genauso. Aber ich denke, dass viele das so sehen. Und dann kommen wir zu einem anderen Punkt, den ich sehr doll spüre. Wir kriegen ja auch bei den Leuten, die eine größere Stimme haben, ne, in meinem Fall zum Beispiel auch, immer mehr Scheu. Weil wenn du etwas sagst mit viel Meinung, ne, dann wird da auch ganz gern draufgeschlagen, bis zum Umfallen. Und da sind wir auch ganz stark dran. Ne? Also das, Ja. Aber jetzt das genug zu dem Thema. Aber was juckt's die deutsche Eiche? Ja. wenn der Eber sich an ihr reimt. Ja. Also das ist doch, also ich weiß ja nicht, was jetzt Leute dann über das so erzählen, was wir uns hier erzählen, aber Ich glaube, das teilen sehr, sehr viele. Ja. Das teilen sehr, sehr viele. Nur die Frage ist, wie viel Mut da man hinter ist. Wie lange machst du noch? ja, bis Ende nächsten Jahres. Das ist schon mal sehr gut. Das ist noch ein bisschen Zeit. Ja, genau. Also ich hatte eigentlich nicht vor, 2 Jahre noch als Berater zu machen. So 1 Jahr zum Ausphasen, das fand ich ganz nett. Aber Chairman hat gemeint, ich soll also auf jeden Fall noch diesen Ioniq 5N begleiten. Und das mache ich auch. Und da bin ich auch nach wie vor so ähnlich wie früher unterwegs. Also, Und da sind auch sehr tolle Biermann-Spirits zu spüren. Also das, was ich fahren durfte, das sage ich jetzt nicht, weil du vor mir sitzt, das war für mich die coolste Elektroerfahrung in meinem Leben. Weil, wie viele immer denken, die Beschleunigung, die Power ist ja eine Sache, aber es ist doch sehr kurzweilig. Ne, du hast es verstanden dann. ja. Das drückt, schnell, boah. Kannst du aber eigentlich im Alltag nichts mitmachen, wirklich. Aber diese Gimmicks, die dazukommen, muss ich sagen, die haben mich privat sehr überzeugt, dass ich auch, wenn die Leute mit mir reden, sage ich, warte ab, bis das Video kommt. Ja, genau. Und das ist auch ist ja nicht die Idee, aber es ist so gut umgesetzt. Und es hat auch noch kein anderer umgesetzt. Dass es dann doch, finde ich, sehr toll ist. Ja, ich glaube, es gelingt uns über diese, wie du sagst, Gimmicks schon, den Fahrer zu involvieren. Das ist ja das Wichtigste. Dass du Im Betrieb, ne? Ja, dass du dem Fahrer was gibst, womit er mit dem Auto arbeiten kann, spielen kann. Und das ist das Wichtigste. Ja. Und das muss Spaß machen, wenn du mit dem Auto interagierst. Und ich glaube, das haben wir jetzt ganz gut auf dem Schirm so. Ja? Also was wir da so abliefern wollen dann am Schluss, ja. Das kann ich wirklich sehr bestätigen. Wobei, das ist ja erst so ein kleiner Anfang. In 10 Jahren wird es Elektroautos geben, denke ich, da werden wir uns totlachen über das, was wir jetzt heute erzählen. Ja, Okay, weil, was für eine Vision kannst du dir vorstellen, kann da kommen? ja, ich sag mal so. Wenn du jetzt spinnst, jetzt rum, größte Fantasie. Gut, ich sag mal, das Expertentum in der im Elektroantrieb, sage ich mal, im Autobau mit Elektroantrieb, das wächst ja auch. Stell dir mal vor, diese 100 Jahre Verbrenner und so, ja. So, und jetzt wachsen da ja ganz neue Talente auch ran, die Fulltime nur mit Elektro sich beschäftigen. Und was die generieren an Ideen, an verrückten Sachen. Auch kleine Hersteller, die werden ja aus dem Boden schießen wie verrückt und machen ein Elektroauto, weil diesen ganzen Wust wie früher, die ganze Emissionierung, den ganzen Käse da, ja, das fällt ja alles weg. Das heißt, heute können Firmen viel eher auf die Lichtung gehen und sagen, so, ich habe Kohle, ich habe ein paar pfiffige Kerlchen und jetzt mache ich ein Elektroauto. Und das Spektrum der Verrücktheit, sage ich mal, das wird explodieren. Ja. Also, ich erwarte das. Ja. Ich werde mich da nicht beteiligen. aber beobachten. Ich erwarte das, ja. Ja, beobachten auch schon, ja. So ein bisschen. Ja, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Ja. Ich danke dir wirklich, wirklich vom Herzen, dass du die Zeit genommen hast. Ja, gerne. Ich hoffe, wir sehen uns
Dieses Jahr glaube ich nicht mehr, ne? Aber ich glaube, nächstes Nee. Jahr sehen wir uns bestimmt noch. Ja, ich hoffe nächstes Jahr, dass wir da nochmal was machen können. Vielleicht auch gar nicht in Deutschland, sondern vielleicht woanders. Ja, wäre schön. Und ja, übernächste Woche gehe ich wieder nach Korea für eine Woche, ja, und dann weiter nach Australien, ein bisschen Urlaub Genau, hast machen. du erzählt. Ja. Das Boston Dynamics-Thema, das wusste ich nicht. Aber wenn das irgendwie machbar ist, würde ich das schon sehr gerne mir mal anschauen, wenn das geht. Ja, das kann man natürlich am besten in den USA anschauen. Ja, in Korea haben wir ja auch eine Dependance davon, von Boston Dynamics. Okay. Und da gibt es ja ein bisschen so eine Aufgabenteilung zwischen USA und Korea. Ein bisschen unterschiedliche Schwerpunkte vom Produkt her und so. Aber man müsste das schon in den USA. Können wir ja quatschen. Also, Ja. aber das wusste ich nicht. Da aber habe das- ich aber nicht so den engen Draht dazu. Alles gut, aber- zu Beginn schon, als wir das alles so angezettelt haben, da habe ich auch ein paar Leute kennengelernt von Boston Dynamics und so. Die sind aber ganz smart, ne? ja, also die wissen schon, wie es geht. Ja, also, ja. Aber da ist eben auch jetzt die Kunst, das zu industrialisieren und in den Markt bringen. Ja, und ich denke, da ist die Kombination mit Hyundai schon eine gute. Ja, Das denke ich auch. ja. Das kann schon was werden. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich Ja. wünsche dir einen schönen Urlaub Ja. in Australien und in den ganzen anderen Stationen, die du noch vor dir hast, auch. Ja, danke. Dir auch alles Gute, weiterhin viel Erfolg, ja. Danke sehr. Mit deinen Aktivitäten rund ums Auto finde ich ja toll, dass Da kommen noch andere du das Sachen. machst. Ja, okay. Sehr gut. Das wird auch noch spannend. Ja, werde ich aufmerksam beobachten und dich regelmäßig anfeuern. Tschüss. Tschüss.